Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir haben es in der letzten Folge tatsächlich geschafft. Wir sind hier in St. Ursula's Hospital angekommen, haben Cecile auch angetroffen, die uns jetzt eine Weile begleitet, wie man hier am Ende unserer illustren Truppe erkennen kann. Ihre Pause ist gleich zu Ende. Wir haben jetzt schon begonnen mit der Investigation hier zu dem Fall, mit dem wir beauftragt worden sind, und arbeiten uns jetzt nach und nach weiter durch das Krankenhaus durch. Und ich mache jetzt mal hier in dieser Ecke weiter. Yeah, I totally have a cold. Good thing I came here sooner rather than later. Yeah, I totally have a cold. Also die Leute sind auf jeden Fall alle sehr, sehr angetan von diesem Hospital, vor allen Dingen von den Nurses. Also wir haben bisher eigentlich noch keine negative Stimme gehört. I almost thought I was done for when I burned myself while I was cooking. Thankfully, it seems like it's nothing serious. Ja, besser ist, sonst würdest du wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern in der Notaufnahme. Es sei denn, das hier ist die Notaufnahme, aber ich glaube eher nicht. Excuse us, Nurse Noyes. I just wanted to remind you this is a professional environment. If you could refrain from the PDA, that would be for the best. I'm sorry, it won't happen again. Oh Lord, you don't have anything to apologize for, silly. I think someone's just a tad jealous I have such a cute little brother, huh, Sarah? Not that I could blame you. Never mind, just do what you want. Ey, was mir echt gerade so auffällt, dieses Bruder-Schwester-Thema, das zieht sich gefühlt durch alle Trades-Spiele, kann das sein? Reen und Elise, Estelle und Joshua. Jetzt geht's hier wieder los mit Lloyd und Celine. Ist das irgendwie so ein Kink von den Entwicklern oder so? Kiss whatever makes you happy. I couldn't care less anymore. Yep, she's sick of us. So könnte man's sehen, ja. Aber ich finde, dass Lloyd und Cecile noch keine Ekelgrenze irgendwie überschritten haben. Also noch nicht, aber bei den Trades-Spielen muss man ja immer irgendwie mit allem rechnen bei Geschwistern. I'm hesitant to accept that monsters made their way onto the grounds, but if it truly is the case, we need to address it immediately. I hope you are able to uncover evidence that proves Litton's claims, officers. I'm hesitant to accept that monsters made their way... Ja, wir stehen zwar noch ganz am Anfang, aber ich bin guter Dinge, dass wir die notwendige Kompetenz mitbringen, um eine Lösung herbeizuführen. Den Optimismus erlaube ich mir jetzt einfach mal. Oh Gott, hier sind wir beim letzten Mal noch gar nicht gewesen. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Oder das führt ja alles in Sackgassen, dann geht das. Aber wenn jetzt hier Gang an Gang an Gang alles miteinander verknüpft ist, dann wird's kompliziert. Dr. Lago, von dem haben wir am Ende der letzten Folge gehört. Do you need something? I don't remember hiring new interns. Then again, perhaps it's merely my first impression, but you seem like a sharp-witted bunch of youngsters. Say, how about you try tackling next year's entrance exam? You hear that, guys? Sounds like we have a shot at a career change. I can see it now. Dr. Orlando on duty, surrounded by hordes of lovely nurses begging for my attention. Now that would be the life. Ich glaube, Randy, du unterschätzt das, aber bei ihm ist Hopfen und Malz dahingehend, glaube ich, verloren. Catch real, Randy. I wouldn't bank on that shot of yours. St. Ursula accepts students from all over Zemuria, so you'd be one drop in a massive pool of applicants. If I remember correctly, last year's ratio of accepted to unaccepted was 1 to 120. Well, I give up. So quick to abandon your lovely nurses, Dr. Orlando. Das konnte sie sich jetzt nicht knicken, wa? Our research labs are on the cutting edge of the field. Remiferia may be the medical capital of Zemuria, but even they hold us in high esteem. Every year we receive applicants not only from Crossbell, but also Erebonia, Calvert, and Lieber, making for quite a steep competition. And what's more, St. Ursula's exiting standards force even the brightest young minds of Zemuria to dedicate years of rigorous study to make it in. Der klingt auf jeden Fall sehr stolz über die Reputation oder auf die Reputation, die dieses Haus hier genießt, und auch auf die erschwerten Zugangsbedingungen, sage ich mal. Kann er aber auch sein, also ich finde das völlig legitim. Gwen, my shift has become a lot more arduous ever since Litton was injured. For as much as he swears he was assaulted by monsters, I can't help but find it hard to believe.
My shift has become a lot more belief. Okay. Also ich glaube ihm schon. Er ist halt nur ein schwieriger Gesprächspartner, weil seine Erinnerungen nur so vage sind. Aber ich versuche ihm mal zu glauben, dass das seine Richtigkeit hat und auch seine Vollständigkeit. Oh! Was er uns mitgeteilt hat. Okay, warte mal, das ist also ein Aufzug. Deswegen sah die Tür hier auch so komisch aus. Wobei hier an dem Leuchtelement hätte man das eigentlich festmachen können. ICU, Intensive Care Unit, Authorized Personnel only. All entering are required to conform to Sterilization Protocol Level 2 or higher. Also ist hier zu. Ja, da unten steht auch dick und fett Stop. Unübersehbar. Hier kann ich leider nicht lesen, was auf dem Schild steht. Schade eigentlich. Oh Gott. Oh Gott, das hier sieht, ich weiß nicht, das erinnert mich direkt an Bioshock. Ich habe bei Krankenhäusern nur so irgendwie blutüberströmte Gore-Assoziationen. Ich weiß nicht, ich habe Videospiele und Krankenhäuser, das ist so ein Thema für sich. You're so late again, Dr. Gailey. I swear that woman will never learn her lesson. Die schläft, aber das sollten wir vielleicht für uns behalten. Wir haben sie ja schlafend angetroffen in ihrem wirren Traum, den sie gerade träumt. Resident Chaleur. My dream is to someday build a giant hospital in Erebonia, my home country. And St. Ursula Medical College is the perfect environment to foster my talent and eventually reach my goal. After all, this is where Zemuria's best and brightest physicians gather to collaborate. My dream is to someday build a giant hospital in Erebonia. Aha. Also ich wette, wenn du hier einmal irgendwie arbeitest und mit einem guten Zeugnis rausgehst, ich wette, das öffnet dir so viele Türen in dieser Branche. Wahrscheinlich mehr als jede andere Einrichtung da draußen. So, hier unten bin ich jetzt mit allem durch, ne? Hier könnte ich jetzt wahrscheinlich auch mit einem Fahrstuhl hin, aber wir gehen mal den klassischen Weg zu Fuß. Warte, nur zur Orientierung. Okay, Fahrstuhl ist da. Passt dann auch von meiner Mindmap, also ergibt alles irgendwie Sinn. So, ab und zu lohnt es sich auch, Wände hier abzulaufen, weil manchmal kannst du dann doch mit irgendwas interagieren. Oh, das Öhmchen sieht ja süß aus. So, warte mal, ist das Dr. Günther? Wir kennen uns ja schon. No one from my family has come to visit me yet, and it's been days. Vielleicht bist du die Granny von dem kleinen Mädchen, was unten steht und jeden Augenblick hier sein müsste. I just want to see my granddaughter. I don't know what's keeping them, but clearly my son's family lacks basic human compassion. Clearly, must be a pretty deplorable bunch to leave you here in the dust. Okay, also der ist schon sehr speziell in der Art, wie er mit seinen Patienten redet. Das Thema hatten wir auch beim letzten Mal schon, aber sollte er sie nicht eigentlich irgendwie aufmuntern und nicht noch mit nachtreten? Well, anyway, if you have enough energy to rent, I think you'll probably be discharged soon. You'll see that grandkid of yours before you know it. Die ist heute noch bei dir. By the way, want some of this candy? I'm sure it will help calm you down, smother the fire, if you will. You're the only one who understands my woes, Doctor. He's such an unorthodox Doctor. Ich glaube, ich würde ihn aber an ihrer Stelle auch mögen. Also ich sehe das halt nur kritisch jetzt als Außenstehender, aber ich glaube, so als Patient ist das schon cool, weil er irgendwie immer genau das sagt, was die Leute auch hören wollen. You know, it's been said that sickness and health begin with the mind. If she stays this energetic, I bet we'll be able to discharge her in no time. Please try to sound a bit more like a professional, Dr. Günther. Ach, inzwischen... Ich glaube, ich brauche jetzt noch ein drittes Gespräch. Ich glaube, ich werde den mögen, wenn das so weitergeht. You know, it's been said that sickness and health begin... Achso, das kennen wir schon. Ich meine, solange seine Diagnosen stimmen und er seine Patienten nicht in Gefahr bringt, ist alles okay. I just want to see my granddaughter. Ja, alles gut, alles gut. Ich wünschte, wir würden ihr die frohe Kunde übermitteln können, aber keiner kriegt den Mund auf hier aus unserer Gruppe. That old lady keeps complaining about how no one's come to see her here at the hospital. It never ends. I wouldn't be surprised if I ended up with some kind of second-hand depression from her constant pity partying. Oh je. That old lady keeps complaining about it never ends. Tja, vielleicht sollte man ihr das mal sagen. Also ich meine, deine Gesundheit ist genauso wichtig wie ihre. Am Ende geht sie hier krank raus, weißt du, dann ist das körperliche Leid gelindert und dann hat sie psychisch irgendwie einen Knacks weg. Oh je. Filia.
Das war doch auch der Name von... Oh, von dem grünhaarigen Mädel aus Tales of Destiny, oder? Ah, Cecile, I was wondering when I was going to run into you. Our break's almost over. Is something wrong? Oh, I'm just helping these four for a bit. I'm sorry. I'll be back as soon as possible. No need to apologize, Cecile. If it won't take too long, go ahead. But, who's your little entourage? Pardon us for stealing Cecile away for a bit. The name's Randy. Randy Orlando. How about yours? Oh, it's Philia. Just Philia is fine. Come on, Randy. Can't you save the flirting for when we're not in the middle of a case? Sorry for not introducing ourselves. I'm Lloyd and we're the Special Support Section of the Crossbell Police Department. We're here to investigate Litton's attack. Oh, that. Lloyd, could this be the Lloyd that Cecile's always talking about? Well, good luck. I'll be rooting for you. Well, what was with that delayed reaction just now? Good luck with the investigation. She's so smiley that it's a little unsettling. Ja, so wie irgendwie gefühlt alles seit Cecile bei uns ist und Lloyd irgendwie zum Thema gemacht wird. Aber gut, so langsam gewöhnt man sich auch daran. Ist das der Pausenraum oder der Besprechungsraum? Martha. Mit Martha haben wir doch schon mal gesprochen. Hello, Cecile. Guiding visitors, are we? Well, sort of. Cecile explained the details behind the Special Support Section's visit to the nurse administrator. Very well, if that's the case, you are free to show them around and assist them if need be. The Special Support Section, Good luck with that investigation of yours. Thank you, ma'am. This woman's coming off as intense in a way I can't even parse. Was war denn gerade Tios Reaktion? Was sollte das denn heißen? If monsters truly made their way onto St. Ursula grounds, we have a serious problem on our hands. I hope your investigation goes well, everyone. Das hoffen wir auch. Dankeschön. Einmal nur feste genug die Daumen drücken, dann klappt das schon. Meifa. Meifa? Let me get this straight. You spilled a bunch of tomato soup on Mr. Gable's bedsheets yesterday? Yep, scared me, that's for sure. One of the passing doctors mistook it for a massive hemorrhage and passed out, so maybe it scared him a bit more. You're unbelievable. Well, at least those sheets made their way into the wash without any further mishaps. Now go take some new bed sheets to Mr. Gable and apologize, okay? Like with as much sincerity as you can muster. Oh, seriously, I don't like the guy nearly enough for that. No complaining, go. Cyrone has a knack for making absolutely mind-blowing mistakes, forcing us to pick up after her. And despite all that, she's somehow incredibly popular with the patients. It baffles me. Cyrone. Ich habe zuerst Zitrone gelesen, aber knapp daneben, würde ich sagen. Maifa is such a fussy pants. I have to check on Mr. Gable later, see how he's doing and all that. Eigentlich ist es ja meistens ein bisschen lustig, wenn Leute ein bisschen trottelig sind und immer wieder Fehler machen und irgendwie auch charmant. Aber in einem Krankenhaus, weiß ich nicht, da beschleicht mich so ein mulmiges Bauchgefühl, wenn ich das so höre und lese. Aber gut, scheinbar hat keiner ihrer Fehler der Reputation dieses Hauses hier bisher einen Abbruch getan. Insofern, so, hier waren wir beim letzten Mal schon. Injuries, das kennen wir schon. Dr. with the Glasses, genau, der hat sich beim letzten Mal schon ein bisschen über Dr. Günther ausgelassen. Okay, ja, und hier bin ich dann panikartig wieder rausgerannt und wollte erstmal die unteren Etagen auskundschaften, aber da sind wir ja jetzt durch. Das heißt, wir können jetzt zum 3. Floor aufbrechen und hier wahrscheinlich auch die nächste Szene gleich triggern. Warte mal, der Roof war doch unser Zielort, oder? Das heißt, ich kann jetzt ja eigentlich ohne Bedenken überall erstmal rein. Bist du noch ein Kind? Michael. Oh, good morning, Miss Cecile. Michael, how are you feeling? I'm feeling okay, a lot better than earlier. That's what I like to hear. Remember, call for a nurse if you need anything. We'll come running. Sure, thanks, Miss Cecile.
Oh, I was brought all the way from Le Mans State for treatment, and the doctor said I won't get better unless I undergo surgery. But I can't do it. It's too scary. Oh. Boah, ich finde das, irgendwie tut er mir gerade so leid, weil der ist hier so ganz alleine, niemand ist bei ihm, der Raum, der ist so steril, der hat hier nicht mal irgendwie Spielzeug oder so, es sieht so trist aus irgendwie. Tut mir fast ein bisschen weh, den jetzt so zurückzulassen. Naja, ist das die Kinderstation hier? Nee, du bist ein etwas älterer Herr. Guck mal, bei dem sieht es im Regal ein bisschen bunter aus, sogar als beim Kind da drüben. Representative Gable. Ach, das ist der Gable, über den wir gerade gesprochen haben. I heard that one of the hospital staff was assaulted by a pack of monsters about a week ago. Now, what the hell is going on? They do realize that my safety must be guaranteed, do they not? Oh. What's up with this old fart? You'd think someone in need of their own private room wouldn't be nearly this perky. I think I saw this man featured in the Crossbear Times some time ago. If I remember correctly, he's a member of the Crossbear Diet, hospitalized for poor health after a recent scandal broke out. I'm willing to bet he's just hiding out here until everyone forgets about the whole thing. So he is faking illness to procure himself a hospital room. How disgusting. Ist echt so. Since he was the head of the Imperial faction's main lapdog, I assume he was shut up in here to avoid making the group look bad. I'm almost certain that if he attempted to return to the Diet now, his previous post would be long gone. They turned him into a scapegoat. I almost feel sorry for him in a way. Prinzipiell verstehe ich auch Lloyds Sicht der Dinge, aber das, was er hier gerade gesagt hat, so, oh mein Gott, mein Leben muss beschützt werden, ich bin wichtig, das ist so... Oh, das ist so... Alle Sympathiepunkte verloren, sage ich mal. I heard that one of the hospital staff... they aren't skipping out on security, are they? I assure you, if I'm hurt in any way, shape or form, St. Ursula will incur the wrath of Speaker Hartman. Wow. Einfach nur wow. Ich sag dazu mal nichts. Nicht, dass ich hier wieder irgendwelche Kraftausdrücke verwende. Aber... guck mal, hier in den unteren Räumen sind die alle mit dem Rücken zur Tür. Und der kleine Junge, der liegt, finde ich, genau richtig. Aber ich würde das nicht aushalten. Ich würde eher schwer verletzt rennend oder humpelnd, keine Ahnung, aus dem Krankenhaus rennen, als so mit dem Rücken zur Tür. Ich kann das nicht. Ich habe da wahrscheinlich einen ganz komischen Tick, aber es wird mich komplett wahnsinnig machen. Linen Room Employees only. Okay, hier? Niemand da? Okay. Das ist so, weiß ich nicht. Gibt es heutzutage Krankenhäuser in Deutschland, wo du noch leere Zimmer vorfindest? Das ist wahrscheinlich eher ein seltener Anblick. So how are you feeling it today? I'm okay. Everything's the same as always. What's wrong? You're missing that smile of yours. No, nothing's wrong. She must be in the middle of a checkup. I'd like to ask her some questions regarding the incident, but it can wait. Kommt bestimmt danach. Ja, ich wette, wenn wir mit dem nächsten Ansprechpartner durch sind, dann geht plötzlich wie von Geisterhand die Tür auf. Dann sind sie rein zufällig genau dann fertig. Ah, ich weiß, wo wir sind. Steht die jetzt wieder hier? Nee. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß, aber beim ersten Besuch stand da jemand. War das nicht sogar die Martha? Ich bin mir nicht sicher. So, warte mal, wie viele Optionen habe ich jetzt von hier ausgehend? Da ist eine Tür. Wenn das die einzige ist, dann geht es da wahrscheinlich gleich munter weiter. Nee, hier hin musste ich scheinbar. Ach, das war der Ort, den wir in der Rückblende beim letzten Mal gesehen haben, wo Lytton hieß der, ne? Wo der angegriffen wurde. Judging by everything we've heard, the scene of the crime is around here, right? Yes, supposedly Lytton was found collapsed in front of this bench. That matches the report too. Was fällt euch auf? Oh, that's the research ward, isn't it? That's right. All of our doctors and residents do their work there. Do they perhaps perform experiments on dangerous monsters in there? Ja, also an so Experimente musste ich auch denken. Das hast du auch irgendwie auch gefühlt in jedem JRPG. Of course not, silly. Wahrscheinlich hat Tio auch schon ein paar JRPGs gespielt. The most exotic thing in there is a greenhouse where plants used for research are grown. How interesting.
Und was passiert nachts in diesem Gewächshaus? Thanks for taking the time to show us around, Cecile. For now, I'd like to perform a sweep of the area until we figure something out. Sure, I'm always happy to help. Well, good luck on your investigation, everyone. Be sure to turn over every little stone you can. We will. Thank you for showing us around. We'll have this solved in no time. Look forward to the good news. Ich bin gespannt, ob wir Cecile auch mal abseits von ihrer Arbeitskleidung sehen. Also wie sie so gekleidet ist, ne? Wenn sie nicht gerade als Krankenschwester unterwegs ist. Okay, guys, like I said, I think we should conduct a thorough sweep before anything else. The monsters appeared on the roof. With that assumption in mind, I want us to focus on pinning down their point of entry. That's a smart plan. Narrowing down the possibilities, that seems to be your favorite method of investigation. Well, let's get to it. Ja, aber das ist auch Lloyds Erfolgsrezept vermutlich. So. Da kann ich schon mal mit irgendwas interagieren. Mit dem Geländer wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich nur gucken, bevor wir dahin gehen, ob ich jetzt hier noch ins Gebäude reinkomme. This leads to the research ward, right? Right, what's the plan, Lloyd? Should we go in and get the staff's statements? Let's hold off on anything like that. I think we ought to investigate where the incident took place first. Let's give the roof a quick sweep and see if we can find any clues. Okay, let's keep searching the roof. If we want to find clues about the monsters, this is where they be. Ja, ich will nur immer alle Textboxen möglichst ausloten. Okay, dann lass uns mal hier starten. Definitely wasn't here. Yeah, not with all that water below. If they really are wolf-like monsters, climbing up from here would be near impossible for them. Aber ich weiß nicht, die sind doch galoppiert. Ich habe doch so ein Galoppiergeräusch gehört. Also ich würde sagen, das sind keine Wölfe, oder? Ich bin irgendwie völlig blöde oder taub. There's a huge drop off to the next floor and the stream below. It seems unlikely that the monsters trespassed from here. Okay, das war jetzt aber eigentlich auch das einzige Ausrufezeichen, was ich hier gesehen habe. Die Bank kommentieren sie nicht, die Laterne nicht. Die Wände oder das Dach von hier aus? Ne, warte mal, irgendwas muss ich noch übersehen. Was könnte hier sonst noch auffällig oder interessant sein? Ach, die gucken jetzt immer in die Außenareale, okay. Ja, vielleicht kamen die auch von hier. Lloyd, what about here? Looking at the terrain, it's definitely not impossible for this to be the point of entry, but even then, I still think it's too high up. Aber wir wissen auch nicht, mit was für komischen Kreaturen wir es zu tun haben. Ne? The surrounding terrain is a potential infiltration route that the monsters used. However, it's quite a drop. Ich würde mir gerne die Szene nochmal angucken mit der Rückblende beim letzten Mal. Weil ich meine, die sind so aus dem Nichts erschienen. Also die sind nicht aus irgendeinem Bildrand erschienen. Aber das müsste ich mir in der Nachbearbeitung vielleicht nochmal angucken. It seems unlikely they came in from this direction. If they had wings, that would explain a lot, but I doubt that's the case. Die sind doch durch irgend so ein dämonisches Portal oder so hierher gekommen. Warte mal. Ah ja, hier gibt es auch noch einen Spot. Take a look at this. Do you think the monsters might have gotten in through here? Normally, you wouldn't be able to jump up here from that floor. However, da stehen ja Kisten. Da stehen Kisten. Below the handrail, there are multiple boxes and containers stacked on top of each other. Das hier wird richtig sein. Also wenn ich gleich eine Auswahl habe, was am wahrscheinlichsten ist, dann werde ich wahrscheinlich das nehmen. So, aber bin ich jetzt nicht durch? Kann ich jetzt hier rein? Let's keep searching the roof. If we want to find clues about the monsters, this is where they be. Okay, also habe ich ja scheinbar noch irgendwas ausgelassen. Aber jetzt weiß ich ja wenigstens... Ah, hier bestimmt noch. Da ist auch so eine komische... Ja, okay. So eine komische Plattform. This is quite high, but I suppose they could have jumped up from the portico. If that's true, they would have had to be able to jump an entire floor upward, not once, but twice. Either way, I think it would be pretty difficult for them to get up that way, so let's put it on the back burner for now. Okay. Ich bin sehr gespannt, ob wir gleich eine Prognose aufstellen müssen. Nee, warte mal.
Das Ausrufezeichen bezieht sich auch hier auf hier unten. The walkway seems too high off the ground for the wolves to jump onto. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelesen. Hä, aber wo habe ich denn jetzt noch was übersehen? Ich würde sagen, ich habe jetzt eigentlich alles. Da komme ich rein, okay. Aber hier will ich doch gar nichts investigaten mehr. Warte mal. Ich gucke mal noch, ob hier ansonsten... Mich wundert, dass da oben gar nicht in Erwägung gezogen wird, dass von dort jemand hierher gekommen sein könnte. Die gehen alle davon aus, dass irgendwas von da unten kommen muss. Weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. This leads to the research ward, right? Right, what's the plan, Lloyd? Should we go in? Let's sort of anything like that. Hä? Let's give the roof a quick sweep and see if we can find any clues. Ja. Ich bin aber eigentlich alle Clues jetzt schon abgelaufen. The front entrance portico is visible from here, but is still quite a ways down. Muss ich vielleicht diese Textboxen nochmal aktivieren? Ja, jetzt weiß ich nicht, was hier noch gemacht werden muss. Aber ich hoffe einfach mal, dass wenn ich den letzten Hinweis irgendwie mitgenommen habe, dass dann irgendwie automatisch ein Dialog wieder gestartet wird. Oder kann es sein, gab es hier noch... Es gab noch einen anderen da unten. Da muss ich wahrscheinlich hin. Da standen wir nämlich schon mal. Da, wo ich so komische Theorien aufgestellt habe, von wegen... Ach nee, das war nicht hier. Warte mal, wie kam ich denn da nochmal hin? Eine Etage drunter war das, ne? Dass da irgendwann mal eine wichtige Szene stattfindet oder so. Vielleicht ist das sogar Teil der Lösung. Bin ich hier richtig? Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier einmal den Gang bis zum Ende durchlaufe. Das ist auch noch Teil des Roofs. Deswegen kommen wir wahrscheinlich auch, jawohl, ins Gebäude. Aha. Alright, we should probably climb up here and check, just to be safe. Randy, mind giving me a hand? You got it, Paul. Ja, sieht durchaus realistisch aus, oder? The tops of the boxes are covered in dust and strange markings. Aha. Upon further inspection, it's clear that they are paw prints. Ooh, bingo! Yeah, those are definitely from a monster. Looks like paw prints to me. There's our lead. And that means... Die sind von da hinten gekommen. The probability that they gained entry through here is extremely high. Yeah, I agree. Das heißt, wir begeben uns da jetzt hin. This spot doesn't look too high up from the ground. We should probably let the hospital know so they can stop them from coming in here again. Yes, I agree. So does this mean we're done with our investigation here? Yeah, but there are still a lot of unanswered questions. Ja, und die wichtigste ist immer noch, warum einer getötet wurde und der andere nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass der getötet wurde. Wurde das beim letzten Mal so klar definiert? Der war, der wurde irgendwie ripped up oder torn up oder so. Also das klang schon so, als hätte der das nicht überlebt. Der Janitor. But they're still, yeah. Why did they even want to come up to the roof in the first place? And why were Litton's wounds as light as they were? We have a lot to figure out. I suppose only the monsters themselves would know the answers. Sounds about right. What we got should be enough to round out the CGF's report, though. It should be. For now, let's report back to Cecilia before we return to the city. We still need to thank her, too. Back to the nurse's station, then. I'm down with that. Wir sind immer noch nicht zum Spaß. Hier, Randy. Wobei ich es prinzipiell begrüße, wenn Leute Spaß bei der Arbeit haben. Das ist ja eigentlich was Positives. The box lid is coated in a thick dust. It must have been left alone for a long time. Wait a second. What's wrong? It's nothing. Erst wait a second und dann it's nothing. If they jumped up from over there, there should be paw prints or something on top of the box. But considering the dust is undisturbed, the boxes must not have been touched for a long time. Am I missing something here? Maybe it's just my imagination. Ich finde das nicht gut von Lloyd, dass er diesen Gedanken nicht mit den anderen teilt.
Weil das ist doch unser aller Investigation. Warum hat er das denn jetzt für sich behalten? Komisch. Na gut, hier habe ich aber auch noch was. What's this? At various spots on the handrail, there are signs of paint chipping. Lloyd, what is it? Find something. Not really. It's nothing important. These scratches look like they were made recently. Aha. Also sind sie nicht hier rüber, sondern hier rüber gekommen. Wahrscheinlich. From the looks of it, the damage must have happened recently. There are signs of paint chipping. Das heißt, die sind von dahin. Aber das ist ja gar kein... Obwohl doch, da ist ein Dach. Das sieht nur von hier nicht so aus. Das sieht so Open-Air-mäßig aus, wenn wir da jetzt unten reingucken. Hä? Merkwürdig. Aber vielleicht kommen hier noch Puzzleteile zusammen, wenn wir das jetzt einmal reporten. Wir sollten jetzt zu Cecile zurück, ne? Wobei, warte. Ich wollte noch nach ganz oben. Denn wir sind in diesen Ward-Bereich noch nicht reingekommen. Vielleicht müssen wir das auch dort reporten und... Oh, hä? Da ist jemand wach? Hi. Just a little longer. Wait, is it that late already? Crap, I'm supposed to be in the exam room this evening. Last night's all-nighter must have knocked me out flat. I better hurry or Dr. Gailey will have my head again. Ja, ich fühle ihre Müdigkeit sehr sogar. Ich wünsche dir auf jeden Fall alle Gute. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich jetzt an den Ort kommen will, wo ich eigentlich hin wollte. Wobei, warte mal, wenn die jetzt wach ist, dann ist hier wahrscheinlich alles wieder neu, oder? Alright, this should be clean enough, or is it? That spot of dust there is really starting to bother me. Alright, this should be clean enough. Ja, die sagen jetzt alle was Neues. Ich gehe da trotzdem erstmal zu Ward. Und auf dem Weg nach unten bzw. zurück können wir ja nochmal alle mitnehmen. Ich meine, so viele Leute wuseln hier drin nicht rum. Sollte also relativ schnell vonstatten gehen. Was war denn hier nochmal? Hier kam ich vorhin doch raus, ne? Ja, das war der letzte Gang, den ich hier abgelaufen bin. Hier hat sich dann der Kreis geschlossen. Jetzt ist die große Frage. Erstens, steht jetzt hier draußen jemand? Nein. Wäre auch irgendwie komisch gewesen. Die ganzen Ausrufezeichen sind jetzt hier auch weg scheinbar. Und? This is the St. Ursula Research Ward. There's no reason to enter for now. Ja, toll. Jetzt dachte ich, ich hätte mal einmal an was Gutes gedacht, ja. Ich hätte jetzt hier wäre meinem Vollständigkeitsanspruch gerecht geworden und dann kommen wir da einfach eiskalt nicht rein. You see, and then we... they must be busy with something. Immer noch beim Check-up scheinbar. Cecile ist ja nicht mehr bei uns, deswegen kommentiert sie das logischerweise nicht. Hier war vorhin auch schon zu. War hier nicht irgendwo noch der kleine Junge? Oh, eine Nurse hat sich hierhin verirrt. Das ist doch der arrogante Gockel von vorhin. Aren't you that bumbling nurse that spilled tomato soup all over my bedsheets yesterday? What, come here to apologize? Yep, I'm sorry about that whole mess. But they're all washed and ready to go now, so how about I change out your sheets for you? Oh man, those stains sort of make it look like you wet the bed, don't they? Well, at least you and I know the truth. Is this some kind of sick joke? For the love of the goddess, why would you not just bring new bed sheets? These sheets make it look like you wet the bed. Now that... don't they? Now that would have been a real accident. Cease this laughter. Imagine my shame if someone overheard you. Ich find's gut, dass sie da wenigstens noch ihre Späßchen draus zieht. Wenigstens etwas. Naja, gut, kommentieren wir das nicht weiter. Irgendwas sagt mir, dass wir... Warte mal, wie hieß der nochmal? Ich will mal seinen Namen merken. Weil ich wette, Gable... Ich wette, wenn der Gelbe so ein wichtiges Tier ist, dann werden wir den irgendwann mal wiedersehen. Und ich werde mich an den wieder zurückerinnern, weil der genauso unsympathisch wahrscheinlich bleiben wird. Mrs. Here went out of her way to check on me just now, even though I didn't call for her. I hope I can be as caring as she is someday. Oh, Mrs. Here went out of her way to check on me just now. Ja, Betreuungsdichte scheint hier auf jeden Fall... gut zu sein. Sonst hätte Cecile auch nicht ihre Pause so ein bisschen überziehen können, indem sie uns hilft, etc.
Ja, das ist halt so ein richtiges Traumkrankenhaus, ne? Wäre schön, wenn das im Real Life auch überall so wäre. It's been dreadfully loud for a while now. Can't you pipe down already? Die Lautstärke ging aber, glaube ich, nicht von uns aus, oder? Hey guys, how'd the search go? Well, I'd say there are still several loose ends to tie up, but we managed to find evidence proving that the monsters were up there. Whoa, seriously? I guess it wasn't a dream after all. Ah, thank you. Just knowing that I'm not crazy is enough for me. Our pleasure, Lytton. Now, should we go report our findings to Cecile? I'm sure the nurse's station would know where she's at. Want to try checking there first? Was it really just a dream? It felt way too real. Ja, weiß ich nicht. Schwer zu beantworten. If you're looking for that gorgeous nurse, she hasn't been around here for a while now. Makes the seconds drag on that much longer. If you're looking for that gorgeous nurse, sie sind hier alle gorgeous. Oder meinst du one and only Celine? Aber ich will ja die Leistung ihrer Kolleginnen nicht schmälern. Außerdem haben wir die Kolleginnen wenigstens bei ihrer Arbeit schon gesehen. Cecile hat uns ja hier nur begleitet, in Anführungsstrichen, wofür wir sehr dankbar sind, klar. Pardon me, everyone. I've got my hands tied filling out the hospital's account book right now. If you need anything, confer with Philia outside, alright? Ich mag den Namen Philia so gerne. Pardon me, everyone. Account book. Alright, okay. You're looking for Cecile? I don't think she went back to the nurse's station, but I could be wrong. Maybe she went to take care of some other work. Aha. Das ist nicht sehr präzise, aber wenn sie es nicht weiß, dann weiß sie es halt nicht. Dann kann man es auch nicht erzwingen. Ah, sie weiß aber Bescheid. Philia. Oh, hello there, everyone. How's the investigation coming along? Well, just about finished, actually. Also, I was hoping I could let Cecile know what we found. Miss Neues, I mean. Oh, is that right? Oh Gott, die hat einen Crush auf ihn. It's just like Cecile said. Was hat sie denn über ihren Bruder gesagt, bitte? Bahnt sich jetzt hier schon wieder so eine Inzestgeschichte an? Come again? I've heard loads of stories about you, Lord Bennings. Cecile hasn't been able to stop talking about you since your big homecoming. And now I understand why. You're so cute. Me cute? Why are you blushing, Lloyd? My word, Lloyd, we're on duty. You're just as bad as Randy. Oh, das ist aber gemein. Das ist echt gemein, Ellie. Er ist einfach nur schüchtern und es ging ja hier nicht von ihm aus. Also bitte, mit Randy vergleichen geht gar nicht. I am not blushing and I'm nowhere near as bad as Randy. Now, hey man, chill. Let me show you how a real pro does things. What are you... Oh Gott. Oh Gott, ich traue mich gar nicht hinzugucken. You know, babe, if you ask me, you're the real cutie here. Oh shit. Huh? Me? Lloyd's got his charm, but when it comes down to it, you've got him beat, hands down. To celebrate our meeting, how about you join me for a little party this weekend? Ey, das ist so peinlich. Ey, die baggert Leute an, weil sie auf Lloyd steht und dann kommt er und baggert sie an. Also mehr Cringe geht echt nicht. This guy will be there, of course, and you're free to bring some girlfriends too. Now, doesn't that sound like a good time? Wait a second here, Randy. It's definitely tempting. I like to let my hair down every so often, so I call up some of my friends and see who's available. Hell yeah, call them all up. How does Guarantee sound? That's my go-to bar in the city. Ach du Scheiße, he has quite the silver tongue. I suppose his claims of being a ladies' man weren't all talk after all. Ja, das muss man ihm tatsächlich lassen. Er hat ja sein Ziel erreicht, ne? We came here to report to Cecile. How did it end up like this? Wow, I've gotta be the luckiest guy in Crossbell. Having a few drinks with an angel like yourself is more than I could ask for. An angel, huh? I'm afraid I'm just a regular nurse, Randy. Guck mal, sie redet mit ihm ganz anders als mit Lloyd. Das muss er doch auch checken. Are you okay with that? No problemo. Besides, you rock that uniform. Hell, every lady here ain't too bad if I'm being honest with myself. But you, babe, you drive me crazy. Ach du Scheiße. Oh, Randy.
Ain't too bad. Goodness me, I think I'm going red in the face. Wer sagt das? Ach, Martha. Hat sie das alles mitbekommen? Hä? Hello there, Martha. Don't act all innocent, Missy. Did you remember to take temperatures this afternoon? That was your job, right? Oh, and this weekend, did you somehow forget that we are overseeing an incredibly complex surgery? Whoopsie daisy. I'm really sorry, Randy. Looks like we're going to have to reschedule. See you later, everyone. Die ist ja schon ein bisschen süß, ne? Perhaps you'd like to spend the weekend with me instead? I'm sure I'm angel enough for you, no? Ich feier die. Entschuldigung. Of course. Let me just double check my schedule. You're up, Lloyd. Check in. Randy, please. I'm terribly sorry about him, ma'am. Well, what's done is done. So, has your investigation yielded anything? Must be, if you're here for Cecile. Yes, ma'am. We just finished, actually. We found a few leads, so we wanted to give her a rundown of everything. I see. Around this time, Cecile should be checking in on that girl. And I don't think it's necessary to use the intercom to page her over. Okay, how about this? Why don't you guys go to Cecile and give her your report in person? Das wollten wir doch sowieso. She should be visiting one of our patients in the farthest room on the 3rd floor. War das nicht das, wo die Ursuline immer geschlafen hat? Are we really allowed to go in a patient's room? Nee, da, wo der Check-up stattgefunden hat, ne? Da vielleicht, wo es bisher versperrt war? Entschuldigung. Ich laber schon wieder zu viel und vergesse zu atmen. We won't be interrupting. Of course not. The young child she's looking after is hospitalized here under special circumstances. I'm sure she'd love to have some visitors, so it would be nice if you could say hello while you're there. Sure thing, we'd be happy to. So you want us to keep the kiddo company for a little bit, huh? That's right, thanks, I appreciate it. If you'll excuse me. Ey, Tio macht sich immer Gedanken, ne? Wenn ihre Textbox mit den 3 Punkten immer aufploppt, ich weiß nicht, das irritiert mich immer. Dann will ich immer wissen, was sie gerade denkt explizit. Ich frage mich, warum sie das Mädel nicht mit dem Jungen, der da alleine in seinem Zimmer ist, zusammenstecken. Vielleicht hat sie irgendwas Ansteckendes oder so, ich weiß nicht. Oh, it's you guys. You can find Cecile in the farthest room on the 3rd floor. Wait a minute, are you... Ich wette, hier kommt jetzt eine Hidden Quest oder sowas. Oh, die kennen sich. Is something wrong? Ey, warum muss ich jetzt wieder an dieses Experimente-Labor da oben denken? Nicht, dass jetzt hier der große Plot-Twist kommt und sie hier irgendwie groß geworden ist oder so. Can I help you? Oh, I knew it. It is you. Tio, right? You must be. Aha, jetzt wollen wir aber die ganze Background-Story hören, hä? You know Tio? Tio weiß, ja, die weiß ganz genau. Deswegen gerade Punkt auch. Jetzt haben wir die Antwort schnell bekommen. It has been some time. I thought it was you. Oh my, look how you've grown. Such a beautiful young lady. I almost didn't recognize you. Hold on, why are you with these police officers? Well, a lot has happened since we last met. I apologize, but our work today has kept us rather busy, so I will have to return another day for a proper visit. Oh, of course. You're right, dear. You can come back when you're not in such a rush, anytime you like, okay? Oh, ich dachte, wir würden jetzt hier irgendwas Neues starten. I never forget a face after treating a patient, and yet I could hardly recognize you with how much you've changed, Tio. Come again, will you? I would love to sit down and chat if you have the chance. Ey, also wenn irgendwie mal wieder alle Leute was Neues sagen, muss ich jedes Mal unbedingt zu ihr, weil da kommt safe noch was. Und ich wette, das wird sogar was Interessantes, weil das bestimmt mit Tios Kindheit irgendwie zusammenhängen wird. Mal gucken.
The patient she's with here under... Was? The patient she's with ist hier under some... Irgendwie ist dieser Satz voll kompliziert. Unique circumstances, but I assure you she's a lovely little girl. If possible, I would love it if you could spend some time with her. Ja, machen wir. Da sind wir gut drin. Lloyd kann gut mit Kindern. Haben wir an der einen oder anderen Stelle schon festgestellt. Und Ellie sowieso. I hope Cerrone went and apologized to Mr. Gamble. I swear that girl's so clumsy, she's just an accident waiting to happen. Ich fand das eigentlich ganz lustig, wie sie sich beömmelt hat über den Typen. The really scary thing about Martha is how sharp her hearing is. You never know when she's listening in, so we always have to watch what we say. The really scary thing. Aber ich glaube, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie ist, glaube ich, so ein bisschen die bossy Mutti-Chefin hier. Theo, have you been here before? Yes. 6 years ago, to be exact. I did not intend to keep it a secret from all of you. I apologize. There's no need to apologize, Theo. We all have things that are hard to talk about. I'm sure you'd be hard-pressed to find someone who doesn't. But... Oh. Wie lieb. Ellie? There's no need to look so sad. It would be such a waste for that cute face of yours to stay hidden behind a frown. Hey, each of us has led different lives and experienced a hell of a lot of things. On top of that, we've only known each other for a month. We all have such different backgrounds, interests, and outlooks. And despite all that, we're still able to come together and work as a team. Isn't that enough for now? Lloyd, Randy... Oh, die ist aber wirklich voll traurig, ne? Jetzt bin ich echt neugierig und freue mich, wenn sie irgendwann anfängt, darüber zu sprechen. You may be right. I was simply a bit uncomfortable discussing my past. Well, it wasn't my intention to waste valuable time. Should we find Cecile? We still need to give her our report. Right, let's head to the 3rd floor. Ich wette, Theo wird erst darüber sprechen, wenn wir bei Martha auch weiterkommen. Das wird bestimmt aneinander gekoppelt sein. So, warte mal. Ich wollte erstmal... Wo war ich denn gerade? Warte, sie hat gerade was Neues gesagt. Ich will nur gucken, ob sie jetzt auch was Neues erzählt. Das ist aber nicht der Fall. So, ich war nämlich hier noch auf halbem Wege, als wir uns hier wieder an die anderen Gespräche haben verwickeln lassen. Oh, guck mal, die Kleine hat ihre Omi erreicht. Oh, would you look at that? That old lady's granddaughter stopped by for a visit. After complaining and complaining about how no one has come to see her, she finally got what she wanted. Good for her, I guess. Ja, und gut für dich, weil dann das ganze Complainen aufhört. Oh, would you look at that? That old lady's granddaughter stopped by for a visit. Achso, das hier haben wir gerade schon mal gehört. Hello? Granny, guess what? I rode the bus by myself for the first time ever. It was a lot more exciting than when I'm with Mama and Papa. Oh, is that right? How wonderful, dear. Here, Dr. Günther gave me this hard candy earlier, but I'd love for you to have it. Yay, thank you, Granny. Granny looks a lot better than I was expecting. I'm so glad. Sehr schön. So, und? Zufrieden jetzt? Ich hab's dir doch gesagt. Believe it or not, my granddaughter came to visit me all by herself. She even rode the bus alone. Oh, she sure makes this old heart happy. I'm told that my son and his family have been swamped lately. Honestly, I feel terrible for venting all my frustrations out on them. Na gut, hat ja dann doch ein kleines Happy End gefunden, zumindest temporär. Mal gucken, wann die Unzufriedenheit wieder losgeht, wenn eine Weile keiner mehr erscheint. Es scheint ein bisschen kompliziert zu sein bei denen. With night fast approaching, outpatient care has finally started to slow down little by little. After what happened to Lytton, be sure you get home before it gets dark, alright? With night fast approaching, little by little, alright, okay, verstanden. Oh, do you have an appointment? Please take a seat if you've already checked in with the receptionist. Nee, wir sind hier
in einer etwas anderen Funktion. Ich dachte, das hätte sich jetzt bis zu dir auch schon rumgesprochen. Have you made any progress with your investigation officers? Ja, kann man so sagen. Aber erst sprechen wir mit Cecile, dann mit allen anderen. You look absolutely exhausted, Dr. Baldine. How about I prescribe you some of my new supplements? They're full of royal jelly, straight from America Village too, so their effectiveness is guaranteed. Thank you, but I pass. Your supplements are too effective. I'm afraid to imagine what would happen if I got hooked on them. I may help with the hospital rounds, but my primary focus is research. Regrettably, this ends up putting quite a strain on poor Dr. Baldine. I need Lytton to hurry up and recover already. All this work I have isn't going to do itself, so he better brace himself for a non-stop grind. For a non-stop grind. Okay, warte mal, ich lasse sie erstmal durch. Stresst mich wieder, dass wir sie da blockiert haben. So, hier sind wir durch. Dr. Baldine, what's up? I just finished dealing with a rather difficult patient's medical examination. Phew, I think I'll go treat myself to a nice black tea in the cafeteria. Ich wette, er war vorher bei dem kleinen Mädel, wo Cecile jetzt ist. Weil mit ihr scheint ja wirklich irgendwas ein bisschen komplizierter zu sein und deswegen ist er so fertig. Ich bin gespannt. Today marks my last day of treatment. I'm relieved it passed by in no time. Okay, Glückwunsch, glaube ich, kann man sagen. Well, I managed to survive my first hospital visit. I was pretty on edge when I came in, but my checkup went by without a hitch. Yep, this place definitely gets my stamp of approval. Top grade facilities, caring staff. I feel safe putting my health in their hands. Ja, das klingt doch fantastisch. Das klingt doch, als würde es direkt nach seiner Heimkehr eine 5-Sterne-Bewertung auf Google geben. Wenn es hier so ein Bewertungssystem überhaupt gibt. Auch wenn es vielleicht nicht Google heißt. I was the one who told Lytton to write that lab report the day he was injured, but if I'd only known what it would lead to. Well, the rest of the residents are safe and sound, so I can find comfort in that. I was the one who told Lytton... Oh, ich muss gleich niesen. Warte mal, ich muss mal kurz mit einer Hand spielen und auch lesen. At any rate, Lytton sure has a case of rotten luck. He finally finishes writing up his lab report, only to get mauled by some monsters. I doubt he ever anticipated being hospitalized in the very place he studied, or that it would be specifically because he was here. At any rate, Lytton sure has a case of rotten luck. Okay, und hier wiederholt sie sich. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Luck ist oder ob da irgendwie mehr hintersteckt. Also, ich will noch nicht so ganz glauben, dass die ganzen Opfer oder auch Nicht-Opfer, die leicht Verletzten, schwer Verletzten, ich glaube nicht, dass das alles Zufall ist. Surgery is a modern medical practice that has gradually grown in popularity over the past few years. That being said, it's still in its infancy. The public still hasn't opened up to the idea of going under the knife. As things stand, there are also many at St. Ursula, including Largo, who have prejudices against the surgical department. Not that I care what that stubborn old cook has to say on it. If he can't keep up with an evolving medical field, he's welcome to be left in the dust. Harte Worte, aber... bisschen hat er ja auch recht, wobei ich jetzt eigentlich für niemanden noch Partei ergreifen will, da stecke ich jetzt zu wenig im Thema. The doctors in our research ward study the most cutting-edge medical treatments and technology around. In particular, the biomedical engineering department researches the potential of orbital-powered equipment in modern hospitals day in and day out. She hasn't arrived yet, but we are lucky to have Chief Ursuline as the head of the biomedical engineering department. She always pushes herself to the limit when it comes to advancing medical equipment past the bounds of modern-day surgery. She's an absolute visionary. I don't know if you could even comprehend how brilliant she is. Ich habe sie bisher nur als niedlich verpeilte Verschlaferin, als eine niedlich verpeilte Dame, die häufiger verschläft, formulieren wir es mal so, kennengelernt und mag sie irgendwie. Über ihre Kompetenz kann ich noch nicht viel sagen, aber ihr Ruf scheint ihr vorauszueilen. Die Leute werden sich das hier vermutlich nicht ausdenken.
Das hier kennen wir schon. Ja, das kennen wir schon. Okay, ich war mir nicht sicher. Nach dem Gespräch da mit Martha und weil wir jetzt mit der Nurse über Cecile auch nochmal gesprochen haben und so, ob jetzt hier vielleicht ein paar neue Sachen zu hören sind. Miss Cecile went out of her way to check on me just now. Das hier kennen wir auch schon. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, werde ich, bevor wir jetzt in dieses Zimmer gehen, also ich schätze ganz stark, dass dort unser Ziel sein wird. Ich kann ja noch mal gucken, ob wir jetzt in diesen ominösen Bereich reinkommen, aber da ist immer noch Zutrittsverbot für uns. Wir werden beim nächsten Mal in das vermeintlich richtige Behandlungszimmer hier gehen, wo wir hoffentlich Cecile und das kleine Mädchen mit einer vermeintlich komplizierten Krankheit antreffen werden, um Cecile zu berichten, was unsere Investigation ergeben hat. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was unsere nächste Aufgabe sein wird. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!